Meinst du, dass sich günstiger während, achso, meinst du, dass es günstiger ist, sich während dem Doppel-Upgrade-Event selber ein Set plus 10 zu upgraden oder lieber fertig zu kaufen? Kommt drauf an. Also wenn du beim Doppel-Upgrade-Event Glück hast, dann kann es tatsächlich sein, würde ich behaupten, dass es günstiger ist. Aber wenn du beim Doppel-Upgrade-Event, falls eins kommt, immer noch in Erwartungswertbereich liegst, da wirst du höchstwahrscheinlich immer noch Minus machen, beziehungsweise halt mehr zahlen, als wenn du es einfach gekauft hättest, ja. Upgrade-Kosten momentan sind utopisch. Du brauchst ja 400 bis 500 S-Products, auch wenn du von 7 auf 10 nur machst. Ich meine, die ersten, also 5 ist eh klar, 6 sowieso. Wenn Doppel-Upgrade-Event ist, machst du auch 7 mit Low S-Products, aber du wirst trotzdem von 4 bis 500 klassisch ausgehen und die Hälfte davon 200 bis 250 mit Doppel-Upgrade-Event ist sehr realistisch, wenn man halt, wie gesagt, nicht davon ausgeht, dass man jetzt super viel Glück hat. Was man niemals tun sollte bei jedem Investment. Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt Investment nennen kann. Das ist pures Glücksspiel. Aber selbst dann, also aktuell sagen wir mal 200, gehen wir vom niedrigeren aus, kosten S-Products so 12 bis 13 Mio. Oder sind sie wert, sagen wir es so. Und das mal 200, also allein da bist du dann schon bei plus Materialkosten, plus Penya-Kosten, plus Power Dice Wert, I guess, bist du bei über 3 Milliarden. Und das hat ja dann noch keine Sockel, das Set. Brauchst nur die 4 Sockel. Gut, kostet dich wahrscheinlich 14, 15 G-Product beim Event. Aber es sind auch nochmal, sagen wir mal, 15 Mio für den G-Product. Die sind immer ein bisschen günstiger, die G-Product, als der F-Coin-Kurs. S-Products sind immer relativ genau der F-Coin-Kurs, G-Product immer ein bisschen weniger. Also sagen wir auch da nochmal 200 Mio, Pi mal Daumen. Plus die Karten. Weiß gar nicht, was die momentan kosten, aber sagen wir auch einfach mal 1 Milliarde für die Karten. Dann bist du schon bei über 4 Milliarden für ein Set plus 10 mit 28% ATK, sagen wir jetzt mal. Also gehen wir von Lightning aus. Dann bist du bei über 4 Milliarden mit Doppel-Upgrade-Event. Für ein Set plus 10 mit 28% ATK. Ohne Stattungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten Sets wirst du wahrscheinlich für weniger finden. Also Wild-Sets nicht, weil die Wild-Sets ja clean noch einiges kosten. Das nicht natürlich. Aber das musst du ja clean auch erstmal kaufen. Also so ein Blade Wild-Set oder ich weiß nicht, was das zweiteuerste ist. Vielleicht Ringmaster. Die nicht. Aber so Jester, BP vielleicht, da sieht man oft die Teile für wenige 100 Millionen. Aber ja, also das kommt dann selbst dann immer noch Pi mal Daumen aufs Gleiche raus. Beziehungsweise eben, wenn du viel Glück hast, kann es günstiger sein, vielleicht sogar deutlich günstiger. Aber wenn du viel Pech hast oder einfach nur Pech hast, dann bist du höchstwahrscheinlich sogar deutlich drüber. Und nur wenn du ungefähr einen Erwartungswert hittest, bist du Pi mal Daumen Break-Even. Also selbst mit Doppel-Upgrade-Event ist es immer noch so, dass sich Upgraden eigentlich nicht wirklich lohnt. Leider. Für Burodeng jetzt gesagt. Bei FEC würde ich sagen, ist es eigentlich auch so. Nur bei FEC hast du wieder das Problem, das ist wie wenn jetzt ein neuer Server aufmachen würde. Du kannst das geupgradete Equipment ja nicht kaufen, weil es das gar nicht gibt. Also wenn du jetzt Level 90 bist, unter den ersten 100 Leuten oder so, von wem willst du eine Angel X plus 10 oder von wem willst du irgendwas kaufen? Es hat ja keiner irgendwas. Und wenn sie es haben, brauchen sie es selber. Da geht es natürlich nicht. Weil gut, Angel-Waffen sind jetzt nicht das beste Beispiel. Die reichen auch vollkommen clean. Ich denke mal, AG und Bloody wäre das erste, was man groß upgraden würde. Aber da wäre es eigentlich das Gleiche, wenn du die Möglichkeit hättest oder hast, definitiv nicht selber upgraden. Nur, wie gesagt, weil es halt im Endeffekt wie ein neuer Server ist, oder was heißt wie ein neuer Server, es ist ein neuer Server, auch wenn er nur temporär ist, da geht es halt nicht anders. Da muss man halt die bittere Pille schlucken, dass man halt eventuell seine F-Coins dafür ausgeben muss, oder sein gefarmtes Penya für Protects und dann halt auch, wenn man Pech hat, oder vor allem, wenn man Pech hat, wahrscheinlich auch, wenn man nicht Pech hat, bisschen mehr ausgibt, als man es theoretisch hätte kaufen können, wenn es denn schon zu kaufen ginge.
was halt nicht geht. Aber da ist halt auch was anderes. Wie gesagt, beim neuen Server kann man so nicht argumentieren. Aber auf Borodeng Doppel-Upgrade-Event, wie gesagt. Und jetzt sind wir gerade auch schon, wie gesagt, von 200 Asteroids ausgegangen, von 7 bis 10. Das ist ja eigentlich schon fast unter Erwartungswert. Also 225 wäre deutlich realistischer. Also ja, es ist schwierig mit dem Upgraden. Nicht umsonst sage ich immer, niemals upgraden, immer kaufen? Was zum Teufel ist das für das Scheibenkleister? Alter, ist das ein Scam. Ja, also niemals upgraden, immer kaufen.